Moin Moin und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ja, wie ihr seht, bin ich hier schon im Sunny-Portal drin und wir möchten uns wie gehabt einmal die Photovoltaiks-Ertragsdaten aus dem vergangenen Monat anschauen. Infos zur Anlage findet ihr in der Videobeschreibung. 15,81 Kilowatt Peak auf dem Dach, knapp 10 Kilowatt Batteriespeicher und ja, ich bin hier schon mal direkt drin. Wir gehen mal in Monat und wir gehen in den Juli und wir sehen, wir haben insgesamt einen Ertrag gehabt von 1917 Kilowattstunden, Netzeinspeisung knapp 1600, Eigenverbrauch 319 Kilowattstunden. In Summe kam noch ein Netzbezug on top, inklusive Regeldifferenzen von 7,38. Das ist sehr, sehr gut. Wenn man sich das in der Bilanz auch anguckt, bedeutet das, wir haben 98% ja, von unserem eigenen Strom gelebt und 17% davon haben wir selber verbraucht. Wie man hier sehen kann in der Verteilung, hatten wir einige Tage, da war gut was los. Da war kaum eine Wolke am Himmel, dann war es hier zwischendurch mal ein bisschen bewölkt, aber wie gesagt, auch die schlechten Tage, 40 Kilowatt hier war einmal ein sehr schlechter, hatten wir 26 Kilowattstunden noch, das ist voll okay. Wir können mal in so ein paar einzelne Tage reingehen. Das sind halt die typischen Kurven, habe ich euch ja, glaube ich, schon x-mal gezeigt. Das hier ist wieder ein Paradebeispiel, wie die Kurve dann aussehen kann. Ähm, ja, da kann man eigentlich nicht meckern. Wie gesagt, wir sind da sehr gut ausgekommen und das ist auch typisch für einen Sommermonat. Wenn man kein E-Auto hat, keine Klimaanlage, keine Wärmepumpe, dann hat man definitiv genug Reserven. Im Jahresvergleich sieht das so aus, dass wir hier im August tatsächlich, gar nicht wahr, August sind wir ja gar nicht, im Juli ein gutes Jahr hatten mit den 1917, also 1917 Kilowattstunden. Letztes Jahr war bedeutend schlechter, da hatten wir nur 16, 87 und davor die Jahre war es ähnlich. Also sind wir eigentlich wieder so auf dem Niveau von davor. Letztes Jahr weiß ich gar nicht, ob es da entweder super heiß war oder doch relativ durchwachsen. Will ich jetzt auch nicht die ganze Zeit durchklickern. Aber vom Mittelwert passt das gut. Da sind wir bei 1826 und die Ertragsprognose damals mit den alten Werten, die wir hier in 2022 eingefügt haben, hat das Ganze 1855 ergeben. Ja, ich bin mal gespannt, wie es jetzt im August aussieht. Ich bin leider ein bisschen spät dran. Das gucken wir uns, wie gesagt, dann einmal gemeinsam an, was da so los ist. Aber so bin ich damit erstmal super zufrieden. Wenn ihr mehr von diesen Videos sehen möchtet, lasst gerne ein Abo da, gerne einen Kommentar. Lasst mich wissen, ob ihr das noch schaut. Und sonst würde ich sagen, sehen wir uns mit den Ertragsdaten aus dem August hier wieder. Bis dahin, ciao, ciao.